Goldschmieden, gravieren und Edelsteine schleifen ist das Beste. Das ist ein Traumjob. Und das Internet macht uns standortunabhängig. Ich begrüße euch hier in meiner noch nicht ganz fertig eingerichteten Goldschmiede auf der Insel Brač in Kroatien. Herzlich willkommen. Ja, vor einigen Tagen habe ich Post erhalten. Ein sehr lieber Kunde von mir hat mir einige Rohsteine zugeschickt von dem Mineral Hauin, das er direkt von dem Finder, von dem Edelsteinsucher abgekauft hat. Ein Mineral, das kubisch kristallisiert und eine tolle neonfarbenblaue Farbe hat. Ich habe den Stein zunächst untersucht, ich habe ihn gewogen, ich habe ihn vermessen und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass der Standard Round Brilliant am meisten aus diesem Kristall, aus diesem Mineral, aus diesem Rohstein herausholt. Wir haben hier knapp 5 bis 7 Millimeter. Auf facetdiagrams.org habe ich mir die Schliffwinkel für den Standard Round Brilliant geholt und sie in dem Programm GemCut Studio auf den Brechungsindex vom Hauin angepasst. Die meisten Facettdiagramme sind auf den Quarz ausgelegt und wir holen halt nicht so viel Leben, Feuer aus dem Stein heraus, wenn wir die Quarzwinkel übernehmen. Die müssen dann angepasst werden oder sollten angepasst werden. Hier in diesem Falle, weil das Material etwas dunkler war, habe ich die Tafel noch etwas vergrößert und wäre auch bereit, später die Rondiste nochmal etwas kleiner zu machen, sodass noch etwas mehr Licht durch den Stein geht. Hauin ist sehr selten, sehr teuer, sehr empfindlich und wird nur an sehr wenigen Stellen auf der Welt gefunden. Dieser hier kam aus der Vulkaneifel, ich meine Vulkaneifel, aber auf jeden Fall aus der Eifel. Und in dieser Größe bei 8 mm außerordentlich selten. Also das ist ein Mineral, das ist übrigens das erste Mal, dass ich diesen Hauin schleife. Das ist mir eine große Ehre. Hier wird nochmal eben angepasst, wie der Standard Round Brilliant in den Rohstein reinpasst. Hier ist die Vorgehensweise, wie die Schliffe später angelegt werden. Die Tafel hier etwas größer gezogen. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Mineral schleifen lässt und auch ein bisschen aufgeregt. Als erstes brauchen wir mal eine Facettiermaschine, in diesem Falle die V5 oder V5 von Ultratech. Dann haben wir hier noch Mikrofasertücher, Küchenpapier und einen Verschluss für die Schleifscheiben, Pipette und Notizpapier, ein Steinhalter, Pinselfläschchen, 2 Komponentenkleber, Korund, Papierunterlage, Plastilin und Steinfilter, Steinetuis, Pinzetten, Taschenlampen, Nähmaschinenöl, Schreibzeug, Drehteller Solar, Markierstifte, Druckluft, destilliertes Wasser und Ohrhörer für Musik, Kamera für Dokumentationen, Messschieber normal und für Edelsteine, Edelsteinlupen und Spezialplastilin, Handschuhe und Kopflupen, einen Minibrenner, einen Cutter, eine Gramm- und eine Karatwaage, ein Transfergerät, Schleifdops, eine Zange, Sprayflasche und Schleifdiagramm, ein Pinsel und ANC-Kopfhörer, Aceton und natürlich Schleifscheiben. Aber das Wichtigste, ohne den hier alles nichts geht, das ist das hier. Das lag schon ganz am Anfang hier mit auf dem Tisch und wurde etwas übersehen. Das ist der Rohstein, das ist das, was wir schleifen wollen. Das muss nicht immer ein Mineral sein, was noch gar nicht geschliffen war. Das können auch bereits facettierte Steine sein, die zum Beispiel beschädigt sind oder einfach zu groß sind. Dann gibt es Schliffformen, die unmodern geworden sind. Diesen Steinen kann man einen neuen, moderneren Schliff geben. Aber die meisten Steine, die ich auf den Tisch bekomme, die sind einfach nur, ich sag mal, schnell geschliffen. Die Politur passt nicht, die Proportionen passen nicht. Es entsteht ein Fenster im Stein. Und das kann man umschleifen und verbessern. Nachdem ich mir die Stelle ausgesucht habe, an der die Tafel später sitzen soll, schleife ich diese Stelle an.
mit sehr wenig Druck, um dann später an dieser Stelle den Dop, das ist der Stift, der den Edelstein in der Maschine hält, um den Dop dort aufzukleben. Ich arbeite mit sehr wenig Druck, geringer Umdrehungszahl. Ich arbeite sehr vorsichtig. Ich habe in dem Mineral schon viele Risse und Cracks und ja, Wachstumsstrukturen entdeckt und habe große Sorge, dass mir der Stein während der Arbeit in mehrere Teile zerfallen könnte. Der erste Dop, den ich nehme, ist viel zu groß für die Tafel, aber der dient auch noch nicht zum Aufkleben direkt, sondern nur zum Ausrichten des Steins. Jetzt habe ich den Dop mit der großen Oberfläche ausgetauscht gegen einen Dop mit einer kleineren Oberfläche. Und auf der rechten Seite von dem Mineral war eben, ja, das ist so ein durchsichtiges Spezialplastilin. Das hier ist ein Zwei-Komponenten-Kleber. Den lasse ich aushärten, in der Regel über Nacht, also mindestens 10 Stunden. Hier ist er bereits ausgehärtet. Ich habe den Dop mit den Plastilin rausgenommen. Nehme den Dop jetzt in die Maschine, fange an mit einer 600er Scheibe, die aber schon, ja, die begleitet mich schon sehr lange. Überhaupt nehme ich bei diesem Stein nur Scheiben, die ich ganz genau kenne und die ich schon sehr lange habe, von denen ich weiß, ja, wie aggressiv die sind oder wenig aggressiv die sind in diesem Falle. Hier bereite ich mich auf den ersten Schliff vor, den ersten Schliff aus der Maschine. Während ich das jetzt spreche, schaue ich mir die Bilder an und das war vor ein paar Tagen, wo ich das gemacht habe, aber ich weiß jetzt noch, wie nervös ich war vor dem ersten Schliff. Ist das richtig ausgerichtet? Mache ich alles richtig? Habe ich keinen Fehler gemacht? Bin ich auch wirklich auf 96? Habe ich auch wirklich die richtige Facette getroffen? Und jetzt kommt der erste Anschliff. Ursprüngliche Hoffnung war, dass ich um die 0,5 Karat am Ende erreiche. Ich glaube, wir sind mit 1,79 gestartet. 0,5 wäre ein Traum gewesen, aber später haben sich noch verschiedene Schadstellen gezeigt, die das gestört haben. So bin ich etwas kleiner geworden im Durchmesser. Und hier in diesem Falle, als ich jetzt hier am Schleifen war, hatte ich die Hoffnung, dass ich so bei 5,2 lande, um dann später vielleicht noch einen 0,4 Karat rauszubekommen. Ja, hier sind schon einige Rondistfacetten angelegt. Der Stein ist bereits rund. Hier sieht man sehr deutlich diese Schadstelle, die mich immer noch stört. Ich verwende nur destilliertes Wasser. Später vor allen Dingen beim Polieren ist das sehr wichtig, aber ich möchte mir auch den Inhalt des Tanks gar nicht kontaminieren, dass da irgendwelche Mineralien mit reinkommen oder irgendwelcher Schleifstaub. Ich kenne das Wasser hier in Kroatien noch nicht genau. Ich weiß nicht, wie viele Mineralien hier mitkommen. Der Stein hat eine Härte von 5,5 bis 6. Das heißt, viele normale Quarze, die mit dem Trinkwasser auch durchaus in das Wasser mitgelangen können und auch in das Wasser zum Schleifen. Ja, da war die Meldung gerade, ich werde 0,31 erreichen. Bei Gemcut Studio ist es sehr gut möglich, den Yield, also den Ertrag vom Rohstein zum fertigen Stein berechnen zu lassen. Und ich habe gerade die Ausgabe von 0,31 gehabt. Nun ist der Hauin aber nicht in dem Gemcut Studio hinterlegt. Der ist halt total selten, das Mineral.
Hier ist bereits das Unterteil des Steins, der sogenannte Pavillon, fertig geschnitten. Ich bereite die Masterscheibe, das Master Lab vor, um den Pavillon zu polieren. Dazu verwende ich eine Polierscheibe von Ultratec. Und nachdem das erledigt ist, kommt der Transfer. Das bedeutet, ich doppe den Stein von der Unterseite auf die Oberseite um. Das mache ich wieder mit einem 2-Komponenten-Kleber, den ich hier sehr vorsichtig mit etwas Wärme entferne. Der Stein ist dabei geschützt durch ein bisschen Papier, Küchenpapier in diesem Falle. Und jetzt ist der Stein bereit, um von der Oberseite geschliffen zu werden. Ich nehme eine sehr feine Scheibe, bin jetzt schon weit fortgeschritten mit der Arbeit und möchte nicht das geringste Risiko eingehen, dass hier noch irgendetwas passiert. Ich bin also praktisch schon in der Zielgeraden. Diese Polierfolie, die ich hier auflege, die nimmt auch minimal Material ab. Den Rest der Krone, des Oberteils des Steins, schleife, Schrägstrich, poliere ich nur auf dieser Folie, weil das die geringste Angriffsfläche bietet. Hier ist bereits der Adapter aufgesetzt, um die Tafel zu schneiden. Auch das mache ich mit einer Scheibe, die so im 2000er Bereich liegt. Also eine sehr feine Scheibe. Immer wieder kontrolliere ich, wie der Fortschritt ist mit der Politur. Die Größe der Tafel. Wie viel Licht durchkommt, kann ich hier noch nicht erkennen, weil der Stein noch im Dopp sitzt. Aber in einigen Momenten erkennt man hier schon ganz gut, wie die Farbe wohl sein wird. Wir haben jetzt hier eine sehr, 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 sehr dicke Rondiste und ich entscheide mich, den Stein abermals umzudoppen, um das Unterteil, was ich als erstes geschliffen hatte, komplett nach oben zur Tafel zu ziehen. Und durch diese Maßnahme, die jetzt etwas mehr Arbeit kostet, umgehe ich diese Schadstelle, die an der Seite war. Das heißt, ich habe den Stein gar nicht im Durchmesser kleiner geschliffen, sondern ich habe nur die gesamte Höhe, und zwar von unten nach oben gezogen. Dadurch ist der Stein nicht kleiner geworden im Durchmesser und auch letztendlich nicht in der ursprünglich geplanten Höhe. Aber ich habe die Schadstelle smart umgangen sozusagen. Hier sieht man, dass die Schadstelle schon weniger wird. Ich brauche jetzt nur noch den Pavillon bis oben zur Rondiste zu ziehen. Und das ist hier jetzt passiert. In diesen Bildern kann man sehen, dass der Stein ohne eben diese Schadstelle durchgeschliffen ist. Tatsächlich war das Ende vom Lied, dass der Stein makellos geworden ist. Ja, jetzt kommt der große Augenblick, das ist den Dopp aus der Maschine zu nehmen. Jetzt darf nichts mehr passieren, der Dopp darf mir nicht runterfallen. Ich habe das an einem Ort gemacht, bei dem unter dem Tisch Fliesen sind. Das heißt, es darf auch nicht von dem Tisch runterrollen. Ich lege den Stein gleich ins Aceton. So, jetzt kann ich den Stein rausnehmen. Er hat sich vom Dopp gelöst.
Es ist noch etwas Zwei-Komponenten-Kleber an dem Stein, aber mit Geduld und Aceton löst sich das auch ab und das ist jetzt hier der Fall. Am Ende natürlich Dokumentation, das ist ganz wichtig. Nicht nur für YouTube hier, sondern auch für Instagram und für mich zur Dokumentation. Diese Fotos, die jetzt kommen, die sind nicht bearbeitet, also nicht farblich bearbeitet, da ist keinerlei Filter drauf. Und die Farbe ist wirklich der Hammer, ist vergleichbar mit Paraiba vielleicht. Also ist wirklich ganz toll. Ja, ich sage danke für den Auftrag. Toller Stein, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und wer Lust hat, das Gem-Cutting zu erlernen oder zu vertiefen, ich habe hier verschiedene Maschinen. Wir haben verschiedene Steine, wir können hier schleifen, ich gebe Kurse. Und man muss nicht immer facettierte Steine nehmen oder das Rohmaterial selber mitbringen. Solche Sachen finden wir hier einfach beim Spazierengehen. Vielleicht sehen wir uns hier irgendwann in Kroatien. Tschüss.